Hi, mein Name ist Michael Schramm. Ich bin der Leiter von Projekt X1. Das ist eine Fangruppe, die lebensgroße Props baut aus dem Star Wars-Universum. Wir sind insgesamt 20 begeisterte Star Wars-Fans, die aus der Community kommen, der 501. Das ist ein Kostümclub, und Freunde, enge Freunde von mir, die vom ersten Tag an dabei sind. Ja, wir haben vor 11,5 Jahren angefangen, tatsächlich dann aufgrund eines sehr emotionalen Legoland-Events lebensgroße Props zu bauen. Und der erste, den wir dann realisiert hatten, das war der Vader TIE Fighter, der Advanced X1. Und daher kommt auch der Name Project X1. Also das ist im Grunde genommen die Startoffensive gewesen für diese nicht geplante Serie von größeren Raumschiffen, die wir dann realisiert haben nach und nach. Ja, da wir in der 501. unterwegs sind, kam dann nach diesem Auftritt im Legoland mit dem Vader TIE Fighter tatsächlich Disney auch auf uns zu und fragte uns zu unserem ersten offiziellen Disney-Event in Rom vor dem Kolosseum den Vader TIE Fighter, ob wir den da aufbauen wollten. Die Frage war natürlich ganz schnell beantwortet, na klar. Und so kamen immer mehr Events dazu. Und seit 2016 sind wir wunderbarerweise Teil der Bühne auf der Star Wars Celebration und werden von Lucasfilm und Reed zusammen immer eingeladen. Was uns dann dazu brachte, dass Mark mich kennenlernte und wir zusammenkamen. Und so schließt sich dann der Kreis und die Macht funktioniert auf eine wunderbare Art und Weise. Und das ist der Grund, warum ich heute hier im Outpost Bonn bin und wir mehrere unserer Modelle hier zeigen können. Das Schöne ist, dass mittlerweile einige unserer Modelle hier ihre finale Ruhestätte gefunden haben, die kein würdigerer Platz sein kann für die Fans als dieser hier, das Outpost One. Und ich finde das grandios, was Mark und Olli hier kreiert haben mit den ganzen fleißigen Händen, die hier am Werkeln sind tagtäglich. So ist der Rogue One Assault Tank hier platziert, der Vader TIE Fighter, wie schon gesagt. Dann haben wir hier den Episode 7 TIE, der tatsächlich auch zur Premiere von The Force Awakens vom Zoopalast stand und hinter mir zusammen mit Electronic Arts realisiert. Der X-Wing sowie die Cockpits, die wir gemeinsam in 2020 kreieren durften für Star Wars Squadrons zusammen mit Electronic Arts. Ja, durch die Kontakte, die dann entstanden sind, wurde natürlich der nächste Schritt nach dem Vader TIE Realität. Verrückt eigentlich, was die Macht so mit einem vorhat. Und wir wurden eingeladen, eben Teil der Bühne zu sein von der Star Wars Celebration, was wir jetzt seit 2016 begleiten dürfen. Im Wechsel mit unseren belgischen Kollegen gestalten wir von StarWars.com tatsächlich mit die Live-Bühne. Und da begegnet man Menschen, die man eigentlich nur von der Leinwand kennt. Und die sind so herzlich und so unfassbar überraschend, normal und schön, dass wir tatsächlich auf der anderen Seite so ein bisschen ein Stück weit angekommen sind. Und das macht es einfach so wertvoll für uns alle, dass wir eben diese Verbindungen haben. Und ob das jetzt die Synchronstimmen sind, wie unser ganz lieber Hans-Georg Panschak, der ja auch hierher kam, diese Verbindungen sind dann einfach da. Und die dann hierher zu bringen zum Mark war eigentlich nur logisch. Und das ist fast familiär. Also man telefoniert miteinander, redet, schreibt sich zu Weihnachten und telefoniert sogar miteinander. Und das sind so Dinge, die so unglaublich wertvoll sind. Die eigenen Helden quasi im Wohnzimmer zu Hause tatsächlich auch live gehabt zu haben. Das ist schon verrückt. Ja, ganz wichtig ist, dass das Projekt X1 davon lebt, dass bei den 20, die immer wieder mitarbeiten, zwar unregelmäßig, aber doch regelmäßig,
so viele Talente dabei sind, die das Team komplettieren. Und das ist so das Wichtigste. Teamarbeit. Ohne diese gibt es einfach diese große Idee nicht, die wir realisiert haben und nun mittlerweile seit 11 Jahren auch praktizieren. Das Schöne ist, dass diese unterschiedlichen Talente auch aus ganz unterschiedlichen Berufen kommen und wir an diesen Bastelwochenenden, in denen wir uns da in Burghaun zusammenfinden, zuletzt darin mündete, dass wir den Boba Fett-Thron nachbauen konnten und tatsächlich postpandemisch im Dezember einen wunderschönen Auftritt in Portugal hatten, auf der Comic-Con Portugal. Und da waren jede Menge Besucher da und wenn man dann 7,5 Stunden im Kostüm ist und sich so viele tolle menschliche Begebenheiten da anbahnen, wie kleine Kinder, Dreijährige, die einen um die Beine fallen, auf den Schoß klettern, genau deswegen macht man es, wegen dem Gefühl und wegen der Liebe zu Star Wars. Ja, Zukunftspläne haben wir, sind auch aktuell zusammen mit den Partnern dran, etwas zu realisieren. Allen voran die Fantasy Basel, rund um Martin Schornow, dem Flo und seinem Team, die uns ja schon, also mit denen wir schon seit 5 Jahren zusammenarbeiten, Comic-Con Portugal, und zeigen da im Mai etwas Schönes, sind wir gerade am Basteln. Also die Zukunft bleibt spannend. Und natürlich auch mit dem Outpost One, was ja eine besondere Ehre und ein schöner Anlass ist und eine schöne Begebenheit, eben das hier gemeinsam gestalten zu können ein Stück weit, und bleibt gespannt.